Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Tutorial. Mein Name ist Hendrik Ballani und ich zeige Ihnen eines der neuesten Features der Winmax-Steuerung, und zwar den Solid Model Import. Mit diesem Feature können Sie DXF-Dateien und Step-Dateien direkt in die Steuerung einladen und Dialogdatensätze von diesen Dateien ableiten. Dieses lang erwartete und oft nachgefragte Video teilen wir in zwei unterschiedliche Bereiche. Heute werde ich Ihnen den DXF-Import und die DXF-Bearbeitung zeigen und im nächsten Video dann den Umgang mit Step-Dateien. Wie Sie direkt von den DXF-Dateien Datensätze ableiten können, zeige ich Ihnen wie immer direkt an der Maschine. Generell unterscheiden wir bei dem Solid Model Import zwei verschiedene Ausbaustufen. Einmal den 3D DXF und einmal den Step Import. Bei der ersten Ausbaustufe können Sie DXF-Dateien und 3D-DXF-Dateien einlesen und über diese Datensätze generieren. Bei der zweiten Ausbaustufe können Sie zusätzlich Step-Dateien einlesen. Das heutige Video starten wir direkt von dem Grafikbildschirm der Winmax-Steuerung. Wenn der Solid Model Import auf Ihrer Maschine installiert ist, haben Sie hier nun zwei zusätzliche Pfeile. Einmal auf der linken Seite, wohinter sich die verschiedenen Aktionen und Fangoptionen zum Beispiel des Solid Model Imports verbergen, und einmal am Grund, wo sich die Dialogzeile des Solid Model Import verbirgt. Das Einlesen der DXF-Dateien funktioniert auch über die Aktionsleiste über den Softkey Import. Hier können Sie über den Explorer Ihre gewünschte Datei auswählen und anschließend öffnen, sodass diese auf Ihrem Grafikbildschirm angezeigt wird. Das Einlesen der Dateien funktioniert nur über diesen Weg und nicht zum Beispiel über den Programmmanager. In der unteren linken Ecke finden Sie Ihre Layer mit den verschiedenen Zeichenelementen. Einmal das Layer Default mit ihrem Rahmen und einmal das Layer Demo 4 mit ihrem Bauteil. Alle sonstigen Funktionen der Layer zeige ich Ihnen im Kapitel Nachbearbeitung der DXF-Dateien. Über den Softkey Export können Sie Ihre DXF-Datei, wenn Sie sie zum Beispiel verändert haben, unter einem bestimmten Ordner und einem bestimmten Namen abspeichern. Über den Softkey Löschen können Sie Ihre DXF-Datei nach einer Abfrage, ob gespeichert werden soll oder nicht, aus Ihrem Bildschirm entfernen. Wenn Sie Datensätze über Ihre DXF-Datei erstellen möchten, ist es immer sinnvoll, eine 2D-Ansicht, wie zum Beispiel die XY-Ansicht zu wählen, da auch die DXF-Datei eine 2D-Ansicht Ihres Bauteils darstellt. Kommen wir nun zu den Fangfunktionen des Solid Model Imports. Wir beginnen mit An-Objekt-Fang. Wenn Sie Endpunkt selektiert haben, können Sie Endpunkte von Linien oder von Kreisbögen fangen. Wenn Sie umstellen auf Mittelpunkt, können Sie Mittelpunkte von Linien oder von Kreisbögen fangen. Wenn Sie auf Center umstellen, können Sie Mittelpunkte von Kreisen fangen. Und abschließend, wenn Sie auf Punkt umstellen, können Sie Punkte wie zum Beispiel den Nullpunkt fangen. Um diese nun auch wirklich zu selektieren, aktivieren wir die Auswahl und können im Anschluss über ein Klicken das gewünschte Element selektieren und die Eigenschaften sehen. Ihre Auswahl können Sie jederzeit über den Softkey Abbruch wieder zurücksetzen. Wenn Sie nun mehrere Elemente auswählen möchten, aktivieren wir die Mehrfachauswahl und können anschließend durch Klicken zwei oder beliebig viele Elemente auswählen. Wenn wir Elemente, die in einer Kette sind, auswählen möchten, können wir die Kettenauswahl aktivieren und durch Klicken den gesamten Konturzug auswählen. Wenn Sie alle Elemente auswählen möchten, können Sie zum Beispiel über das Feld Rahmenauswahl gehen, einen Rahmen über das Bauteil ziehen und haben im Anschluss alle Elemente innerhalb des Rahmens selektiert. Als weitere Fangfunktion gibt es noch das An-Raster-Fangen. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erscheint auf dem Bildschirm ein Raster in einer bestimmten Größe. Die Rastergröße und viele weitere wichtige Einstellungen werden im nächsten Kapitel ausführlich beschrieben.
Die Einstellungen des Solid Model Imports finden Sie oben links in der Aktionsleiste. Die ersten beiden Parameter sind der Filterradius und die Radiusfiltertoleranz. Wenn Sie den Filterradius oben links aktivieren und einen Rahmen über Ihr Bauteil ziehen, werden nur Bohrungen oder Radien mit dem eingetragenen Filter und der Toleranz selektiert. Bei den beiden Aktionen Phase und Radius greift der Parameter Phasenradiusgröße, der definiert, wie groß die Phase oder der Radius gezeichnet wird. Die Kontur-Endpunkttoleranz definiert, wie weit Punkte an der Kontur auseinander sein dürfen, dass sie als zusammenhängende Kontur erkannt werden. Die Rasterauflösung definiert die Größe des eben besprochenen Rasters, falls die Fangoption aktiviert ist. Die Kreisbogentoleranz definiert die Auflösung eines Kreisbogens. Die Konturverbindungstoleranz und die Konturplanflächentoleranz sind ähnlich der Konturendpunkttoleranz. Diese definieren, wie nah Verbindungs- bzw. Planflächen aneinander liegen müssen, dass sie als zusammenhängend erkannt werden. Der Parameter Zeigevolumenkanten und der Anzeigemodus sind lediglich für die Step-Datenverarbeitung interessant. Die Einstellungen können Sie jederzeit über den Softkey oben links wieder deaktivieren. Das Verschieben eines Nullpunkts innerhalb der DXF-Datei ist ganz einfach und sollte immer der erste Schritt sein. Sie müssen lediglich die Auswahlfunktion aktivieren und den Nullpunkt selektieren. Nun können Sie über die Position X, Y und Z-Felder den Nullpunkt manuell verschieben oder über die Fangfunktion an Objekt fangen, zum Beispiel Ihren Endpunkt auswählen und den Nullpunkt über die gewünschte Ecke verschieben. Ihre Nullpunktänderung oder jede andere Änderung können Sie jederzeit über die Funktion rückgängig zurücksetzen oder, wenn gewünscht, wiederherstellen. Wenn Sie den Nullpunkt nun auf eine andere Ecke setzen möchten, aktivieren Sie wieder die Auswählen-Funktion und löschen Ihre Auswahl zunächst über Abbruch und selektieren anschließend ein zweites Mal den Nullpunkt und Ihre gewünschte Ecke. Kommen wir nun zur Ausrichtung der Orientierung des Nullpunkts zu unserem Bauteil. Dies sollte immer der zweite Schritt sein und kann ganz einfach über die Oberfläche-Ausrichten-Funktion realisiert werden. Wir müssen nun zunächst einen Punkt auf unserer neuen X-Achse selektieren und anschließend einen Punkt auf der Y-Achse oder eine Oberfläche der Ebene Z. Jetzt ist unser Bauteil verdreht. Sie können jederzeit das Ganze zum Beispiel über ein erneutes Durchführen der Oberfläche-Ausrichten-Funktion wieder zurücksetzen. Selbstverständlich greifen auch hier die Rückgängig-Funktionen. Zur Nachbearbeitung der DXF-Datei stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung. Dies wird niemals ein komplettes CAD-System ersetzen, aber einige Gänge zum Computer verhindern. Wir starten mit der Funktion Phase. Wenn Sie diese auswählen, können Sie zunächst das erste Element selektieren und anschließend das zweite Element und schon wird an die Ecke beider Elemente eine Phase mit der in den Einstellungen hinterlegten Größen eingefügt. Die Funktionsweise beim Radius ist absolut identisch. Kommen wir nun etwas detaillierter zu den bereits besprochenen Layern. In der Regel sollte Ihr Konstrukteur bereits mit verschiedenen Layern, auf denen die verschiedenen Zeichnungselemente hinterlegt sind, gearbeitet haben. Sie können aber auch jederzeit über die Funktion Layer hinzufügen, ein neues Layer erstellen, es mit einer bestimmten Farbe kennzeichnen und auch einen neuen Namen vergeben. In unserem Beispiel einen blauen Layer mit dem Namen Rahmen. Nun können Sie zum Beispiel über die Mehrfachauswahl und die Auswahlfunktion Rahmen mehrere Elemente selektieren und über die Funktion Auswahl auf Layer verschieben die Elemente auf das Layer legen. Wenn Sie das Layer nun deaktivieren, sehen Sie Ihre Elemente auch nicht mehr und diese sind deaktiviert. Nun können Sie sich zum Beispiel auch ein neues Layer hinzufügen, das wir in unserem Beispiel mit grün definieren und den Namen neue Linien vergeben und können anschließend über die Zeichnen-Funktion
verschiedene Linien direkt in grüner Farbe auf dieses Layer definieren. Selbstverständlich greifen auch die Fangfunktionen bei der Erstellung von Zeichnungselementen, wie zum Beispiel Linien. So können Sie ganz einfach auch Konturzüge erstellen. Brauchen Sie in einer Linie bestimmte Eigenschaften, können Sie die erstellte Linie einfach auswählen und die Eigenschaften, wie zum Beispiel den Startpunkt, ganz einfach nacheditieren. Wie zum Beispiel den Startpunkt in X und in Y. Ihre neue Linie wird Ihnen in Rot auf dem Bildschirm angezeigt und Sie können über den Softkey annehmen, die Linie verändern. Um die Zeichnung nun weiter nacheditieren zu können, gibt es in dem Solid Model Import noch weitere Funktionen. Diese finden Sie unter Aktionen und sind Verlängern, Trimmen, Verbinden und Auftrennen. In unserem Beispiel möchten wir den Überstand der Linie wegtrimmen und müssen nun zunächst die Begrenzung auswählen und dann das Element, das getrimmt werden soll. Haben Sie mal die falsche Seite selektiert, können Sie das Ganze über die Rückgängig-Funktion jederzeit zurücksetzen und erneut durchführen. Alle Aktionen funktionieren über die identische Vorgehensweise. Wenn Sie nun beispielsweise einen Kreisbogen zeichnen möchten, können Sie über den ersten Klick den Mittelpunkt des Kreisbogens selektieren, über den zweiten Klick den Radius und über den dritten Klick den Öffnungswinkel. Alle diese Eigenschaften können Sie auch einfach durch eine Auswahl des Kreisbogens nacheditieren. In unserem Beispiel ändern wir den Radius von 114,565 auf 115 mm. Beginnen wir nun mit der Erstellung der Datensätze. Wir können jetzt ganz einfach über die Kettenauswahl unseren gewünschten Konturzug selektieren und im Anschluss über die Datensatzerstellfunktion, wie zum Beispiel Rahmen, Kreis und Kontur, unseren Datensatz generieren. Wir nutzen die Kontur in unserem Beispiel. Die Steuerung möchte nun unsere Z-Startoberfläche wissen. Dies ist ein optionaler Eingabeparameter und kann bei der DXF-Datei einfach bestätigt werden. Der wird erst dann interessant, wenn wir bei Step-Funktionen auch Tiefeninformationen haben. Anschließend muss die gewünschte Konturrichtung ausgewählt werden. Dies kann einfach durch Klicken mit der Maus oder mit dem Finger auf dem Bildschirm passieren. Der Pfeil zeigt die gewünschte Richtung an. Nun wurde ein neuer Datensatz erstellt, den wir im Anschluss einfach mit Leben füllen können. Wir definieren unser Z-Start auf etwas Sicherheitsabstand, wir geben unsere wirkliche Tiefe an und bestätigen, dass alle Segmente mit dieser Tiefe definiert werden und bearbeiten das Bauteil mit dem Werkzeug 2160 mit einer Werkzeugbahnkorrektur links. Das erstellte Programm sieht im Anschluss wie folgt aus. Über das Layer Simulation können wir nun die überdeckende Grafik entweder deaktivieren oder uns wieder anzeigen lassen. Ein anderer Weg, die Grafik zurückzusetzen, ist die Löschfunktion auf der rechten Seite des Grafikbildschirms. Nun möchten wir ein zweites Konturelement erstellen. Diesmal haben wir nicht ganz eindeutig ein Element getroffen. Dies zeigt uns die Steuerung an und wir können das gewünschte Element über den Softkey Select auswählen. Anschließend können wir einfach wieder die Konturfunktion nutzen. Wir bestätigen die Z-Startoberfläche und die Bearbeitungsrichtung über den bestätigten Softkey und haben wieder einen neuen Datensatz erstellt. Auch unseren zweiten Datensatz können wir nun mit Leben füllen. Wir beginnen wieder bei einem Z-Start-Koordinate von 2. Wir definieren wieder unsere Z-Unten-Koordinate in allen Segmenten und wir definieren einen Fräser mit einer Werkzeugbahnkorrektur Tasche und dem Taschentyp von innen nach außen. Unser fertiges Bauteil sieht dann wie folgt aus. Es wird zunächst die Außenkontur gefahren und anschließend unsere Innenkontur. Die Erstellung von Bohrdatensätzen funktioniert ähnlich. Wir können zunächst über die Mehrfachauswahl, zum Beispiel die Bohrung ganz einfach selektieren.
Oder wir nutzen unsere Filterradius-Funktion. Hierzu müssen wir zunächst wissen, mit welchem Radius wir es zu tun haben. Dies können wir über das Selektieren einer Bohrung ganz einfach aus den Eigenschaften herausfinden und unseren Filterradius in den Einstellungen anpassen. Wenn Sie nun den Filterradius aktivieren und die Auswahl Rahmen aktivieren, können Sie einfach einen Rahmen über das Bauteil drüber ziehen und alle Ihre Radien R5 werden selektiert. Ungewünschte Radien können Sie einfach wieder über die Auswahlfunktion deaktivieren. Für das Erstellen der Bohrdatensätze haben Sie nun zwei verschiedene Funktionen. Einmal die Bohrposition, wo eine Bohrung mit vielen Positionen erstellt wird, und einmal eine Musterposition, wo über ein Muster eine Bohrung auf x0, y0 verschoben wird. Wir selektieren die Funktion Bohrposition, können unser Z-Start wieder bestätigen und es wurde ein neuer Bohrdatensatz erstellt. Auch im Bohrungsdatensatz müssen wir nun lediglich noch unsere Z-Start und unsere Z-Unten-Koordinate definieren, sowie ein Werkzeug eingeben, damit unser Bauteil komplett gefertigt werden kann. Unser fertiges Programm sieht dann so aus. Bei der Arbeit mit dem Solid Model Import gibt es eine wichtige Anwendereinstellung. Hierhin kommen Sie über die Taste Zusatz und drücken der Funktion Hilfsprogramme, über den Softkey F2 Anwendereinstellungen und den Softkey F2 Dialogeinstellungen. Es handelt sich hierbei um den Parameter Generiere Datensätze aus Solid Model Import oder 3D DXF Import vor der aktuellen Position. Bei diesem Parameter haben Sie die Auswahlmöglichkeit Nein und Ja. Nein definiert, dass ein neuer Datensatz immer am Ende des Programms erstellt wird, und Ja definiert, dass er immer vor der aktuellen Position definiert wird. Die Grundeinstellung dieses Parameters ist auf Nein, bedeutet, ein neuer Datensatz wird immer ans Ende generiert. Das war unser erstes Tutorial zum Thema Solid Model Import. Ich hoffe, wir können Ihnen das Arbeiten mit DXF-Dateien direkt an der Steuerung damit etwas erleichtern. Haben Sie vielleicht schon Erfahrung mit dem Einlesen von DXF-Dateien über den Solid Model Import gemacht? Dann teilen Sie diese doch gerne mit uns als Kommentar unter diesem Video und lassen Sie uns auch gerne ein Like da. Um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen, abonnieren Sie auf jeden Fall auch unseren YouTube-Channel. Und dann sehen Sie auch, wenn in den nächsten Monat das Video zum Solid Model Import, also zu den Step-Dateien kommt. Bis dahin möchte ich mich dann gerne auch wieder verabschieden und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus der AWT.